Bei meinen Haustieren, die mich bisher in meinem Leben begleitet haben, hat mich immer Folgendes fasziniert. Unterscheiden sich eigentlich Tierseelen von Menschenseelen? Und wenn ja, wie? Und warum sind Tiere als Begleiter für uns Menschen so besonders? In der Seelenlehre habe ich dazu passende Antworten gefunden. Deswegen möchte ich dir in diesem Video das Tierseelenkonzept nach Werner Hasselmann und Frank Schmoik erläutern. Und ich werde so vorgehen. Zuerst werde ich Unterschiede zwischen Menschen- und Tierseelen erklären. Danach führe ich aus, was Tierseelen als Seelenvolk ausmachen. Zum Abschluss gehe ich auf Besonderheiten in der Interaktion zwischen Tier- und Menschenseelen ein. Als erstes möchte ich mich damit beschäftigen, inwiefern sich gewöhnliche Tierseelenvölker vom Seelenvolk der Menschen unterscheiden. Der erste Unterschied ist, dass Menschenseelen sogenannte Individualseelen sind. Dagegen sind Tierseelen Kollektivseelen. Was heißt das? Menschenseelen empfinden eine Identität und besitzen ein Bewusstsein ihres Selbst. Tierseelen haben keine seelische Identität, weil sie kein Bewusstsein ihrer selbst als Individuum haben. Sie empfinden sich dennoch als lernende und lebendige Wesen. Gewöhnliche Tiere sind Einzelwesen, die zwar über einen individuellen Körper und eine individuelle Psyche verfügen, aber keine individuelle Seele haben. Ich sollte hierzu kurz erklären, was ich mit Psyche meine. Die Psyche ist der Teil eines Lebewesens, der auf die äußeren Gegebenheiten reagiert und die Ängste verarbeitet. Der zweite Unterschied ist, dass Tierseelen nicht von anderen Fragmenten ihres Tierseelenkollektivs getrennt sind. Das liegt daran, dass Tiere, wie bereits besprochen, keine Individualseele haben. Wir Menschenseelen dagegen erfahren eine Trennung vom Kollektiv unserer Seelenfamilie. Drittens. Menschenseelen sammeln individuelle seelische Erfahrungen, während sich Tierseelen auf Kollektiverfahrungen fokussieren. Bei Menschenseelen kommt eine große Menge an Erfahrung durch die hohe Anzahl der Leben zustande. Tierseelen sammeln ebenfalls sehr viele Erfahrungen. Diese entstehen aber durch die hohe Anzahl der inkarnierten Tierindividuen. Aus der Individualität der Seele folgt auch, dass jede Menschenseele eine eigene energetische Prägung besitzt. Was heißt das? Jede Menschenseele hat eine eigene Seelenmatrix und eigene Archetypen der Seele. Tierseelen besitzen dagegen keine Seelenmatrix und Archetypen der Seele. Was die Seelenmatrix und Archetypen der Seele sind, habe ich in meinem Einführungsvideo in die Archetypen der Seele erläutert. Das werde ich jetzt oben im Video verlinken. Ich komme zum nächsten Unterschied. Tierseelen haben lediglich ein körperliches Leben, während sich Menschenseelen immer wieder reinkarnieren. Menschenseelen durchschreiten einen Inkarnationszyklus, der aus 5 Seelenalterzyklen und 35 Entfaltungsstufen besteht. Diesen kann man hier auf der eingeblendeten Folie sehen. Ich habe die Tabelle bereits in meiner Videoreihe zu den Seelenaltern erklärt. Während ihres Inkarnationszyklus werden die Menschen durch seelische Aufgaben herausgefordert. Auf der anderen Seite beschränkt sich die Inkarnationsstruktur der gewöhnlichen Tierarten auf eine einzelne körperliche Existenz. Es gibt da aber einen Sonderfall und das sind die Delfine. Delfine sind ein eigenes Seelenvolk, das stark durch die heilende Grundenergie 1 geprägt ist. Delfinseelen schließen ebenfalls einen Inkarnationszyklus ab und durchlaufen 5 Seelenalter und die zugehörigen Entfaltungsstufen. Ein weiterer Unterschied bezieht sich auf die seelischen Dimensionen, in denen sich die Seelen aufhalten. Menschenseelen halten sich nach ihrem Tod in der Astralwelt auf und nach der Wiedervereinigung mit der Seelenfamilie können sie in die Kausalwelt aufsteigen. Tierseelen sind Teil anderer seelischer Dimensionen. Der letzte Unterschied liegt darin, dass das Seelenvolk der Menschen eine andere Struktur als die Seelenvölker der Tiere aufweist. Menschenseelen unterliegen einer Struktur, die durch Seelenfamilien, Seelensippen, Seelenstämme und Seelenwege gekennzeichnet ist. Diese Struktur habe ich bereits ausführlich in meinem Video über die Organisation des Seelischen erklärt. Falls dich das interessiert, verlinke ich hier jetzt oben das Video. Auf der anderen Seite unterliegen Tierseelen einer strukturellen Hierarchie bestehend aus Kollektivseele, Seelengemeinschaft, Seelennation und Seelenvolk. Diese Struktur entspricht im Großen und Ganzen der biologischen Systematik.
Jedes Seelenvolk der Tierseelen entspricht dem biologischen Begriff des Stammes, wie zum Beispiel Wirbeltiere. Jede Seelennation entspricht dem biologischen Begriff der Klasse, beispielsweise Säugetiere, Vögel und so weiter. Jede Seelengemeinschaft entspricht dem biologischen Begriff der Familie, wie zum Beispiel Hunde. Jede Kollektivseele entspricht in etwa dem biologischen Begriff der Art, wie beispielsweise die Art Haushund. Eine Tierkollektivseele umfasst einige Millionen bis viele Milliarden Fragmente. Die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Kollektivseelen entstehen durch Evolution. Beispielsweise sind die Hunderassen Pudel, Cocker Spaniel und Schäferhund durch Veränderungs- und Anpassungsprozesse entstanden. Genauso wie bei Tierarten entstehen im Laufe der Zeit durch die Evolution immer wieder neue Kollektivseelen. Diese vergehen wieder, wenn sie ihren eigenen Beitrag zum Erkenntnisgewinn des Allganzen abgeschlossen haben. Jetzt habe ich schon des Öfteren den Begriff Seelenvolk verwendet und gesagt, dass Tierseelen zu Seelenvölkern der Tiere gehören, genauso wie Menschen und Delfine ein Seelenvolk bilden. Doch was ist überhaupt ein Seelenvolk? Ein Seelenvolk besteht aus einer sehr großen Anzahl an Seelen. Diese Seelen haben die Entscheidung getroffen, sich gemeinsam weiterzuentwickeln und einen neuen seelischen Erfahrungsbereich zu erschließen. Jedes Seelenvolk erkundet Formen von Erkenntnis und Liebe. Dabei besitzt jedes Seelenvolk seine eigene innere Dynamik. Der Sinn der Existenz jedes Seelenvolks liegt in der Existenz selbst und in der Überreichung der Ergebnisse und Erfahrungen an das Allganze. Die Informationen, die ein Kollektiv sammelt, werden aufbewahrt und an spätere und nachfolgende Erscheinungsformen weitergegeben. Dadurch wird auf den Informationen entwicklungsgeschichtlich aufgebaut. Beispielsweise gehen die Erfahrungen des Urhundes auf den Pudel über. Jedes Seelenvolk umgibt sich mit einer kaum durchdringlichen energetischen Membran. Mithilfe dieser Membran kann es die angestrebten und notwendigen Erfahrungen machen. Jetzt möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, der manche brennend interessieren könnte. Wenn sich doch Tiere lediglich einmal inkarnieren, warum fühle ich mich so verbunden mit meinem Haustier? Warum habe ich das Gefühl, mein Haustier schon ewig zu kennen? Ja, sogar ihm schon in einer frühen Inkarnation begegnet zu sein. Warum ist die Beziehung zu meinem Haustier so besonders? Tierische Kollektivseelen erfüllen für Menschen seit Jahrtausenden die Funktion als Haustiere. Dadurch können sie für Menschen eine besondere Form der Liebesfähigkeit und Zuneigung aufbringen. Menschen können sich von ihren Haustieren Nähe und Trost spenden lassen, wenn sie mit ihnen sprechen, sie berühren und ihnen emotional nahe sind. Haustiere sind aber zu einer spezifischen Form der zwischenmenschlichen Liebe nicht fähig. Sie sind bereit, uns zu dienen und Dankbarkeit zu zeigen. Menschen können mit ihren Haustieren eine sogenannte psychische Brücke aufbauen. Das heißt, dass sie sich ein Haustier suchen, das zu ihrer Psyche passt. Im Gegenzug können sich die Haustiere auf die Psyche des Menschen einstellen. Menschen können sich in die Ängste ihrer Tiere einfühlen. Auf der anderen Seite können die Tiere die Ängste ihrer Besitzer oft deutlicher spüren als sie selbst. Hast du das Gefühl, deinem Haustier bereits in einem früheren Leben schon begegnet zu sein, bist du da vermutlich einem anderen Fragment der Kollektivseele über den Weg gelaufen. Ich habe leider nur sehr wenig Wissen zu Tierseelen in den Büchern von Wada Hasselmann und Frank Schmollke gefunden. Deswegen wäre es für mich super interessant, wenn du dein Wissen über Tierseelen mit uns teilen könntest. Kennst du andere Quellen? Welches Wissen hast du schon zum Thema Tierseelen gesammelt? Welche Erfahrungen hast du mit Tierseelen gemacht? Wie ist deine Beziehung zu deinen Haustieren? Kannst du bestätigen, dass ein sehr großes Potenzial an Liebesfähigkeit zwischen dir und deinen Haustieren besteht? Teile uns das gerne in den Kommentaren mit. Mehr Informationen zum Thema Tierseelen findest du in den Büchern Junge Seelen, alte Seelen und Welten der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmollke. Auf den Webseiten www.septana.de und www.seelenakademie.org findest du weiterführende Informationen und Materialien zur Seelenlehre sowie Möglichkeiten des Austauschs und der Vernetzung.
Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du unter dem Video auf Gefällt mir drückst und das Video mit anderen teilst. Wenn du noch mehr Videos zum Thema Tierseelen und Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.